Wie ihr seht, habe ich mir mal wieder vorgenommen, ein Sammlerstück zu verbauen, nämlich diesen PHSB-Vergaser von Dell'Orto. Wurde früher oder im Englischen gerne Smoothbore genannt, weil der Vergaser so aufgebaut ist, ich zeige es euch mal an diesem anderen hier, dass zwei Trommeln oder zwei Gehäuse ineinander verbaut sind. Kann man das sehen? Ich kann hier nicht durchfassen. Das sind zwei Gehäuse ineinander. Und wenn ich mal so einen Schieber da reinstecke, dann seht ihr, wie die ineinander laufen. Das war mal der ganz heiße Scheiß bei Dell'Orto. Heute ist es eher antik. Aber es ist so, dass beim BFA-Motor am besten Dell'Orto-Vergaser passen, weil relativ wenig Platz ist zwischen dem Lüftergehäuse und dem Federbein. Ich habe hier einen von diesen PHSB-Vergasern in der Größe 35. Ich wollte für den Tourenroller einen etwas kleineren Vergaser haben, nicht gleich 38, 39 oder 40. Und der 35er, der hat noch das Feature, dass der Venturi hier V-förmig ist. Das soll bei der Gasannahme helfen. Also ist der auch vom Durchlass effektiv ein bisschen kleiner als ein 35er Vergaser. Ich hoffe, das passt ganz gut. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, dass der vom Aufbau her überall ein bisschen anders ist. Zum Glück habe ich eine kleine Sammlung von den Dingern. Und jetzt denke ich mir gerade aus, was das beste Anfangssetup sein könnte. Ich fange mal so mit einer 190er Hauptdüse und einer 55er Nebendüse an. Mischrohr 266 und dann schaue ich erstmal, ob und wenn ja, wie das läuft. Aber erstmal muss ich hier jetzt aus meinen verschiedenen Bausätzen noch komplettieren, was ich habe, alles schön sauber machen und zusammenbauen. Der Roller ist jetzt also ziemlich weit. Ich könnte fast schon den Motor testen. Allerdings, was noch fehlt, ist vor allem das Benzinsystem, Vergaser und alles, was irgendwie vom Vergaser weggeht zum Rahmen. Und deswegen möchte ich jetzt damit anfangen, die Dinge zu verkabeln, die fertig werden müssen, bevor ich den Tank einbaue. Und anfangen möchte ich mit dem Schokzug. Da ich vorhabe, den großen Tank zu verbauen, habe ich etwas weniger Platz für den Schokzug, also verwende ich einen 90-Grad-Krümmer. Und da die Distanz ein wenig länger ist als beim Originalvergaser, verwende ich als nächstes einen Gaszug. Und interessantes Detail ist hier unser Zip-Choke-Hebel. Damit kann man sehr gut Universal-Ziehchoke-Bautenzüge anschließen, indem man hier einfach den Zug durchsteckt, mit dem kleinen Imbus befestigt, oder mit dem kleinen Innensechskant befestigt, mit der Madenschraube, und ganz am Ende kann man hier abknipsen, was übrig ist. Hier nur so ein Gummischutz. Gucken, was die richtige Länge wäre. So, ich habe jetzt einfach hier an den schon montierten und vorhandenen Teilen mal nachgemessen, wie lang mein Schokzug wirklich sein muss. Also hier ist jetzt der Umrisskit verbaut für einen Ziehschuk. Hier habe ich das 90-Grad-Stück verbaut und dann habe ich das Seil hier reingehalten und habe gemessen, wie lang der Außenzug sein sollte, damit das einwandfrei funktioniert. Und jetzt muss ich ihn abknipsen. Zack. Jetzt kommt der Chokhebel von SIP zum Einsatz. Jetzt kann der Bautenzug hier durch. Jetzt kann ich im eingebauten Zustand die Madenschraube mit dem Innensechskant festziehen. Jetzt müsste der Chok eigentlich automatisch perfekt eingestellt sein. Jetzt ist er gezogen, jetzt nicht. Wie geil das Ganze funktioniert, wird sich im Betrieb herausstellen. So schön und so einfach. Und jetzt zack, abschneiden. Als nächstes kann der Gaszug eingehangen werden. Da ist es immer wichtig, dass der schön frei funktioniert. Aber es ist häufig auch
ein bisschen schwierig, da der ziemlich lang ist und die Rückstellkraft vom Vergaser nicht sonderlich hoch. Im Normalfall ist hier bei meinem Vergaser ein etwas altertümliches System. So, jetzt haben wir fast alles fertig. Was noch fehlt, ist die Benzinversorgung und der Anschluss von der Zündung. Anfangen möchte ich mal mit der Benzinversorgung, und beim BFA-Motor haben wir eine Besonderheit, die ich in meinem Fall auch nutzen möchte. Und zwar hat der BFA-Motor serienmäßig einen Unterdruckanschluss vorgesehen. Ihr seht, ist an meinem Tank schon eine Benzinpumpe vorinstalliert. Da kommt hier der Unterdruckanschluss dran und den muss ich mit dem Röhrchen hier verbinden. Ich nehme jetzt hier also einen schönen knicksicheren Schlauch mit so einer Stahlummantelung. Der passt hier auf den Unterdruckanschluss und auch auf meinen Unterdruckanschluss dort am Motor. Genau, wahrscheinlich mache ich das alles viel, viel später. War das jetzt gut? Ich gerade gesehen habe, wenn ich den Tank reinstecke. Aber pass auf, wir können das ja für die Kamera so machen. Hier mal, film mal, wie ich das hier unten durchfriemle vielleicht. Und dann magst du filmen, wie ich ihn hier anstecke. Den Unterdruckanschluss sichere ich noch mit einer kleinen Schelle. Jetzt machen wir noch eine lustige kleine Einstellung, wie ich den Spritschlauch da drauf stecke, was natürlich auch alles völlig gelogen ist, weil das muss nachher wieder alles ab. Aber wen interessiert es? Als nächstes verlege ich schon mal den Spritschlauch. Den lasse ich aber erstmal provisorisch da, weil an die Stelle muss ich später noch mal ran. Es fehlt noch die Zündung. Die Zündung ist hier erstmal relativ leicht anzuschließen, weil die Zündspule wird mit dem Stator einfach über den Stecker verbunden. Das geht relativ schnell. Darauf achten, dass hier kein Zug drauf ist. Das werde ich später noch mit Kabelbindern an die richtige Position legen. Und dann ist hier noch unser Kabelast, der vom Chassis kommt. Da der ja ursprünglich für eine Originalzündung gemacht ist, muss ich den etwas umstricken. Das ist das Auskabel. Das kommt hier an dieses Kabel. Das ist relativ einfach. Und dann haben wir von der Zündung hier noch zwei Kabel von der Vapezündung, nämlich Plus und Minus, blau und schwarz. Und das wird jetzt alles etwas anders angeschlossen als original. In unserem Fall nehmen wir hier das lila und das gelbe Kabel und schwarz und rot haben Pause.